1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hallo und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Heute möchte ich euch mal erklären, was der Unterschied zwischen dem Dreivierteltakt und dem Sechsachteltakt ist und vor allem, was das für euer Spiel und eure musikalische Gestaltung bedeutet. Heute wollen wir schauen nach dem Unterschied zwischen dem Dreivierteltakt und dem Sechsachteltakt. Die sind ja rein rechnerisch eigentlich gleich. Im Dreivierteltakt haben wir 3 Hauptzählzeiten, nämlich die 1, die 2 und die 3, die jeweils eine Viertelnote wert sind, einen Viertelschlag bedeuten. Und im Sechsachteltakt haben wir 6 Achtelschläge, dort sind die Achtelnoten unsere Zähleinheiten und nicht die Viertelnoten. Und rein rechnerisch ist das ja das Gleiche, denn eine Viertelnote kann ich ja auch aufteilen in 2 Achtelnoten oder umgekehrt gesagt, in eine Viertelnote passen 2 Achtelnoten rein. Und ob ich jetzt 3 mal eine Viertelnote habe oder 6 mal eine Achtelnote, ist ja rein mathematisch das Gleiche. Aber warum schreibt man nun manchmal ein Stück im Dreivierteltakt auf und manchmal im Sechsachteltakt? Denn es wäre ja eigentlich egal, in einem Stück, das im Dreivierteltakt steht, können Achtelnoten vorkommen, Viertelnoten, Sechzehntelnoten, halbe Noten, ganze Noten, das ist ganz egal. Aber man spielt die beiden Taktarten völlig unterschiedlich. Wir wollen erstmal schauen, was passiert, wenn wir einen Dreivierteltakt in Achtelnoten unterteilen, ob das dann automatisch ein Sechsachteltakt wird. Ich kann also im Dreivierteltakt einfach 3 Viertelnoten komponieren oder ich komponiere jetzt mal stattdessen 6 Achtelnoten. Wichtig ist dann aber, wir haben im Dreivierteltakt 3 Hauptzählzeiten, nämlich 1, 2, 3. Und wenn ich diese Viertelzählzeiten jetzt in Achtel aufteile, dann habe ich also eine Betonung von 1 und 2 und 3 und. Oder auch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und jetzt kommen wir zum Unterschied zum Sechsachteltakt. Im Sechsachteltakt habe ich auch 6 Achtel, aber da ist die Einteilung anders. Da zähle ich nämlich nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, sondern 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, ich betone die erste von den 6 Achteln und die vierte. Dann haben wir eigentlich im Sechsachteltakt 2 Hauptzählzeiten, nämlich 1, 2 oder auch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also eigentlich 2 Hauptzählzeiten von, wenn man sich das mal ausrechnet, einer punktierten Viertelnote. Denn wir haben ja dann 2 Grüppchen von jeweils 3 Achteln und das ergibt eine punktierte Viertelnote. Also nochmal zum Verständnis. Im Dreivierteltakt haben wir 3 Viertelschläge und im Sechsachteltakt haben wir 2 punktierte Viertelschläge oder auch 6 Achtelschläge. Denn unsere Zähleinheit sind ja hier die Achtel. Jetzt könntet ihr aber sagen, okay, das ist doch eigentlich trotzdem das Gleiche. Ein Sechsachteltakt ist ja nur ein zusammengesetzter Dreiertakt aus 2 Dreiertakten, nämlich 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder auch 1, 2. Warum ist es jetzt doch nicht das Gleiche wie der Dreivierteltakt? Es ist richtig, der Sechsachteltakt ist aus 2 Dreiertakten zusammengesetzt, aber wichtig dabei ist, dass der erste von diesen 2 Dreiertakten wichtiger gespielt wird als der zweite. Wir spielen also nicht so sehr 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sondern wir betonen eigentlich nur den ersten von diesen beiden Dreiertakten im Sechsachteltakt und spielen den anderen fließend hinterher sozusagen. Also
1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und da merkt man schon selber, dass es leichter geht, wenn man nicht auf der 4 auch so eine Betonung machen möchte, dass man es ein bisschen schneller macht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und das muss sich eben auch in eurem Spiel niederschlagen. Ich nehme mal ein Stück im Dreivierteltakt, nämlich ein Menuett. Und das steht, wie das bei Menuetten normalerweise der Fall ist, im Dreivierteltakt. Das spiele ich erstmal langsam. Da könnt ihr hören, ich habe die 1, 2, 3, 1, 2, 3. Da drin ganz klar zu hören. Ich kann das Ganze auch ein bisschen schneller machen, dann bleibt aber die Betonung auf jeder 1. Und da Barocktänzer sich manchmal beschweren, wenn ein Menuett zu langsam gespielt wird, weil dann die Schritte gar nicht darauf passen würden, kann man Menuette auch schon mal richtig schnell spielen. Aber auch hier bleibt es im Dreivierteltakt und habe ich auf jeder 1 diesen Schwerpunkt. Nehmen wir dagegen ein Stück, das im 6/8-Takt geschrieben ist. Ich habe hier eine Chica aus einer Corelli-Sonate genommen. Die hat auch noch einen Auftakt, aber da hört ihr ganz klar, die hat dieses fließende, automatisch schneller wollende Tempo im 6/8-Takt. Hier habe ich also auch wieder die 1 betont und die 4 nicht so sehr. Die erste Achtel und die vierte nicht so sehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Würde ich das jetzt nicht tun, sondern diese Chica, die im 6/8-Takt steht, spielen wie ein Stück im Dreivierteltakt, dann müsste ich ja auf jeder 1 und jeder 4 eine Betonung spielen, damit es klingt wie 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und das wäre dann so. Und da hört ihr schon, das funktioniert musikalisch nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Das Stück ist im 6/8 komponiert und das soll fließender sein. Dann habe ich noch ein anderes Stück, das wieder im Dreivierteltakt ist, das auch schnell gespielt werden soll. Ein Vivace von Jean-Baptiste Loyer. Das ist also auf jeden Fall schon ein schnelles Stück, hat aber ganz klar immer die Betonung auf der 1. Würde ich jetzt versuchen, das wie einen 6/8-Takt zu spielen, sodass ich nicht in jedem Takt diese schwere 1 spüre, dann müsste ich das so spielen. Das würde also nur funktionieren, wenn ich das wirklich einiges schneller mache und man merkt, dass das Stück daraufhin nicht komponiert ist. Irgendwas stimmt da nicht. Und das sagt uns dann rückschließend sozusagen auch, dass das Stück nicht rasend schnell sein sollte, damit es eben nicht klingt wie ein völlig durchlaufender, fließender 6/8-Takt, sondern immer noch im Dreivierteltakt ist.
Das heißt jetzt zwar nicht, dass ihr den Dreivierteltakt immer langsamer spielen müsst als den Sechsachteltakt, aber tendenziell ist das schon der Fall. Ihr solltet auch hier, das haben wir auch im Video gesehen, das ich gemacht habe über das Thema, wie schnell haben Barockmusiker gespielt. Das kann ich euch unten in der Infobox nochmal verlinken. Haben wir ja gesehen, dass es keine absoluten Tempobezeichnungen gab in der Barockzeit, sondern dass mehr eine Gemütsstimmung vermittelt werden sollte. Und vivace heißt ja lebhaft, also bei diesem Stück von Loyer, das ich eben hatte im Dreivierteltakt. Ja, und das muss nicht rasend schnell sein. Wir schauen lieber hier nach dem Dreivierteltakt oder nach dem Sechsachteltakt, was passt. Ich hoffe, ihr habt das jetzt verstehen können, was der Unterschied ist zwischen dem Dreiviertel- und dem Sechsachteltakt, dass es rein mathematisch eben keinen Unterschied gibt, aber musikalisch absolut. Ja, und ich bin gespannt, ob das bei eurem Üben jetzt Auswirkungen hat. Solche Themen wie diese Taktart jetzt zum Beispiel und was das für eure musikalische Gestaltung bedeutet und noch viel, viel mehr, nämlich auch die ganze Technik der Blockflöte, wird in meinem Video-Online-Kurs Blockflöte Next Level behandelt. Und da könnt ihr ganz in eurem eigenen Tempo an allen wichtigen Aspekten des Blockflötenspiels und der musikalischen Gestaltung arbeiten. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann freue ich mich über einen Daumen hoch und wenn wir uns nächstes Mal wiedersehen auf Veras Blockflötenkanal. Bis dahin. Tschüss.